Schön, dass ihr dabei seid zum Kapitalmarkt-Update der Woche. Was habe ich euch heute mitgebracht? Nun, dann wären mal die Turbulenzen rund um die Kryptobörse FTX, die US-Inflationszahlen und der wieder erstarkte Euro gegenüber dem US-Dollar. Einer der beherrschenden Themen der letzten Stunden war wohl die Insolvenzmeldung der auf den Bahamas ansässigen Handelsplattform für Kryptowährungen und andere Finanzprodukte namens FTX. Laut Berichten soll FTX durch Transfers an das mit ihm verbundene Kryptohandelsunternehmen Alameda Research Kundeneinlagen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar veruntreut haben. Kurz nach Bekanntgabe der Insolvenz von FTX wurden in nicht autorisierten Transaktionen knapp 1 Milliarde US-Dollar von der Kryptobörse entwendet. Somit sind die Kundengelder also in Milliardenhöhe höchstwahrscheinlich verloren. Wichtig an dieser Stelle ist aber die Tatsache, dass wir bei Raiffeisen Capital Management keinerlei Kryptowährungen in unserer Veranlagung halten. Sehr wohl aber sind wir aktiv in der Assetklasse der Anleihen und Aktien und dort herrscht seit einigen Tagen wieder gute Stimmung. Denn geradezu euphorisch reagierten die Kapitalmärkte auf die jüngsten Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Die gingen entgegen aller Erwartungen stärker zurück als angenommen. Wie im eingeblendeten Schaubild ersichtlich ist, war die Teuerungsrate in den USA im Oktober bereits zum 4. Mal in Folge rückläufig und ist jüngst mit 7,7% deutlich unter den laut Reuters-Umfragen erwarteten 8% ausgefallen. Diese Nachrichten ließen bei den Anlegern die Hoffnung einer geringeren Zinsanhebungsdynamik aufkeimen. Ein Weniger an weiteren US-Zinsanhebungen hatte eine wahre Rallye an den Anleihenmärkten zur Folge. Die Renditen gaben massiv nach und führten zu enormen Preisanstiegen innerhalb der Assetklasse für Anleihen. Doch nicht nur die Anleihenkurse profitierten. Auch an den Aktienmärkten in Europa und in den USA löste dieser Datenblockbuster eine kräftige Kursrallye aus. Der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Index beendete den Tag mit einem Plus von 3,7%. Der marktbreite S&P 500 Index mit mehr als 5,5% und der technologielastige und somit damit zinssensitive Nasdaq 100 Index schloss gar mit 7,5% höher. Damit erzielte das Dreigestirn der amerikanischen Aktienindizes die höchsten Tageszuwächse seit 2020. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Euro-Dollar-Währungsbewegung. Nachdem es ja über lange Zeit nur in eine Richtung ging, der US-Dollar auch die Parität wie mit einem heißen Messer durch den Butterblock kreuzte, war wohl mal fürs Erste bei 0,9650 Schluss mit der US-Dollar-Party. Immerhin 15% plus hatte der US-Dollar seit Jahresanfang zu verzeichnen. Nun, wie heißt es so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aus diesem Grund wäre es wohl fatal zu glauben, dass aufgrund der veröffentlichten US-Inflationszahlen der US-Dollar nunmehr komplett aus dem Rennen ist. Mein Name ist Christian Leinweber und ich freue mich, euch bald wieder mit Kapitalmarkt-News informieren zu dürfen. Ganz besonders viel Freude kommt natürlich auf, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. In diesem Sinne, alles Liebe, habt eine gute Woche und viel Erfolg an den Börsen.